Oft haben Trompeter in den Lagen Schwierigkeiten, diese mit einem gleichbleibenden Ansatz zu verbinden. Oft stellt man den Ansatz um, weil es jetzt besonders hoch wird. Oder man muss irgendwie das Mundstück anders ansetzen, weil es besonders eine tiefe Lage kommt. Wichtig ist mir und wichtig ist es, dass du mit einem gleichbleibenden Ansatz spielst, dass du nicht zwischen den einzelnen Lagen immer umstellen musst. Und hier bietet sich's an, dass du zum Beispiel chromatische Skalen spielst. Hier gibt es auch einige Etüden dazu und da kannst du dir zum Beispiel von den Clark Technical Studies nach der ersten Übung gibt es die Etüde Nummer 1 und diese verbindet eben die kleine Oktave mit der eingestrichenen, zweigestrichenen und du spielst bis zur dreigestrichenen zum C3 eben nach oben. Und das läuft alles komplett chromatisch die ganze Zeit vom ersten bis zum letzten Ton. Und hier ist es eben wichtig, dass wenn du den Ansatz machst, dass dieser nicht verändert wird. Eben trainierst du hier, dass dieser gleich bleibt. Das kann man zum Beispiel mal machen. Ich mache jetzt so eine abgeänderte Version dieser Etüde. Also letztendlich läuft es chromatisch durch. In dieser Etüde gibt es öfter mal die Wiederholung der einzelnen Elemente, dann geht es tonleiterartig nach oben, Wiederholung des Elements und so weiter und so fort. Und so ist die Übung einfach lange. Am Anfang natürlich langsam machen, damit man auch reinfühlen kann, wie fühlt sich der Ansatz an, wie fließt die Luft, wie ist der Klang, wie sind die Ventile zu betätigen, damit eben genau diese Etüde am Ende auch rauskommt. Aber spiel doch ruhig mal beim Einspielen auch mit dieser Chromatik herum, lass es laufen. Hör gut hin und verbinde auch die einzelnen Oktaven miteinander. Wenn das klappt, wunderbar, dann kannst du auch Variation einbauen, indem du zum Beispiel sagst, okay, ich spiele nicht nur bis zum C3 Spitzenton nach oben, sondern ich nehme zum Beispiel noch Cis, D, S oder E dazu. Das heißt, du erweiterst hier etwas deinen Tonraum und kannst eventuell, wenn du ganz am Ende ankommst, auch noch C, G, E, C, den Dreiklang C-Dur zum Beispiel mit einbauen, weil wir eben beim C ankommen und da gehst du auch am Schluss dann noch in die Pedaltöne rein. Auch das trainiert erstens den gleichbleibenden Ansatz und zweitens auch die Flexibilität, dass du mit dem gleichbleibenden Ansatz auch in die tiefe Lage nach unten die Töne eben platzieren kannst. Also, üb langsam, üb mit Sinn und Verstand, beobachte dich gut, dass der Ansatz eben gleich bleibt und da hilft uns dieses Zeitlupenspiel eben immens weiter. Und verbinde die einzelnen Oktaven eben mit dem gleichbleibenden Ansatz. Achte mal beim Üben drauf, ob hier alles stabil bleibt oder ob du umstellen musst. Wenn du umstellen musst, dann mach die Übung nicht gleich über 2,5, 3 Oktaven, sondern mach erstmal die kleine Oktave, startest du beim C1, gehst nach unten und spielst nach oben zum C2. Danach wieder den Rückweg angehen, wieder unten in die kleine und versuchst eben hier alles stabil zu halten. Und so kannst du den Tonraum langsam erweitern, spielst eben chromatisch deine Übungen, kannst hierfür aber ohne Probleme auch andere Übungen nehmen. Clark bietet sich halt immer an, weil eine Etüde immer am Ende einer jeden Übung ansteht. Das heißt, beim ersten Übung dann eine Etüde, zweite Übung, zweite Etüde und so weiter und so fort. Und so baust du eben Schritt für Schritt deine Stabilität des Ansatzes auf und letztendlich auch baust du die Technik aus. Wunderbar. Das war's zu diesem Video. Lass gerne am Ende noch ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete-Spiel. Bis dahin. Ciao, euer Nico.